1973 stand die Welt am Rand der Katastrophe. An jenem Morgen strömten Millionen Menschen zu den Tankstellen, doch es gab kein Benzin mehr. Fabriken schlossen ihre Tore, Arbeiter strömten auf die Straße und in nur 3 Jahren schmolz die Hälfte der Weltwirtschaft dahin und verschwand. Das war kein Albtraum, es war Realität und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es sich wiederholen. Öl ist das Blut der modernen Welt. Flugzeuge fliegen damit, Fabriken arbeiten damit, Armeen kämpfen damit. In jeder Epoche der Geschichte galt, wer das Öl beherrschte, beherrschte die Welt. Heute erzähle ich Ihnen von den größten Ölkrisen der Welt, von ihren Ursachen, ihren Folgen und davon, wie sie die Welt für immer verändert haben. Hören Sie genau zu, denn die letzte Krise der Geschichte findet gerade jetzt statt, während Sie dieses Video schauen. Am 6. Oktober 1973 begann der Jom-Kippur-Krieg. Ägypten und Syrien griffen Israel an und die USA schickten sofort Waffenhilfe. Die arabischen Länder sahen das und griffen zur mächtigsten wirtschaftlichen Waffe der Geschichte, nämlich zum Öl. Am 17. Oktober 1973 verhängten die arabischen Länder ein Ölembargo gegen die USA, das sich rasch auf Westeuropa und Japan ausweitete. Der Ölpreis schoss innerhalb eines Jahres von $3 auf $12 pro Barrel. Und die New Yorker Börse verlor an einem einzigen Tag 97 Milliarden $. In Deutschland leerten sich die Autobahnen über Nacht. Autos wurden in Garagen verstaut. Menschen stiegen auf Pferdekutschen um und sonntags galt auf deutschen Autobahnen ein Fahrverbot. Im modernen Deutschland stand das Leben buchstäblich still und niemand wusste, wann sich das ändern würde. 1979 kam der nächste Schlag. Der Schah des Iran wurde gestürzt und die Islamische Republik kam an die Macht. Die Ölproduktion im Iran brach ein. Nur ein Rückgang von 4%, das klingt gering, aber die Welt verfiel in Panik. Der Ölpreis überstieg $20. Dann begann der Iran-Irak-Krieg und die beiden größten Ölproduzenten der Welt bekämpften sich gegenseitig. Die Weltproduktion sank um 10%, der Ölpreis erreichte $35 und die Welt erlebte zum ersten Mal Stagflation, also gleichzeitig Inflation und wirtschaftliche Stagnation, eine Wirtschaftskrise, die niemand zuvor gekannt oder erlebt hatte. Als Saudi-Arabien 1986 seine Produktion ausweitete, um Verluste auszugleichen, geriet der Markt erneut in Turbulenzen. Der Ölpreis fiel von $35 auf unter $10. Sowohl Produzenten als auch Verbraucher litten darunter. Und die Welt erkannte zum ersten Mal: Der Ölpreis darf weder zu hoch noch zu niedrig sein. Am 2. August 1990 marschierte Saddam Hussein in Kuwait ein und die Welt war schockiert. Alle Ölquellen Kuwaits wurden in Brand gesetzt. Hunderte von Bränden loderten gleichzeitig auf und der Himmel bedeckte sich mit pechschwarzem Rauch. Mitten am Tag war es dunkel wie in der Nacht. Die Flammen konnten monatelang nicht gelöscht werden und der Ölpreis verdoppelte sich über Nacht. Die USA zogen mit ihren Verbündeten in den Golf und der Kampf um das Öl hatte offiziell begonnen. 1997 gerieten die rasant wachsenden asiatischen Länder in eine schwere Krise. Die Währungen von Thailand, Südkorea und Indonesien brachen zusammen und die Nachfrage nach Öl sank abrupt. Genau in diesem Moment erhöhte die OPEC ihre Produktion, was zu gewaltigen Schwankungen auf den Märkten führte. Und der Ölpreis fiel von $25 auf $11.
Russland stand am Rand des Staatsbankrotts und die Ölproduzenten der Welt verbluteten regelrecht. Dann kam die größte Preissteigerung der Geschichte. Die Bevölkerung Chinas und Indiens wuchs. Diese beiden Länder mit über 2 Milliarden Menschen hungerten förmlich nach Öl und die Nachfrage explodierte. Im Juni 2008 erreichte der Ölpreis $147 pro Barrel. Niemand hatte das für möglich gehalten. Autofahrer in Deutschland mussten mehr als 2 Euro pro Liter zahlen. Fabriken drosselten ihre Produktion und Fluggesellschaften strichen Hunderte von Flügen. Dann brach die globale Finanzkrise aus. Lehman Brothers kollabierte, die Weltwirtschaft wurde erschüttert und die Nachfrage nach Öl verschwand über Nacht. Im Dezember 2008 fiel der Ölpreis auf $36. Von 147 auf $36 in nur 6 Monaten. Der schnellste Ölkollaps der Geschichte. Die Welt hatte ihre Lektion gelernt. Zumindest glaubte man das. Amerika hatte genug von der Abhängigkeit vom Nahen Osten, von Ölembargos und Preismanipulationen. Die Lösung war Schieferöl. Innerhalb von 7 Jahren verdoppelte sich die amerikanische Ölproduktion auf täglich 10 Millionen Barrel und Amerika war nicht mehr auf Saudi-Arabien angewiesen. Das Kräftegleichgewicht hatte sich verschoben. Die OPEC erhöhte die Produktion, um Amerika zu schaden. Die Märkte gerieten erneut in Aufruhr und der Ölpreis fiel von $115 auf unter $30. In Russland herrschte bittere Not. Venezuela kollabierte. Saudi-Arabien kämpfte. Doch am Ende war Amerika der Gewinner. Jetzt innehalten, denn während Sie dieses Video schauen, ist eine neue Ölkrise nicht mehr nur eine Möglichkeit, sie ist Realität. Im März 2026 starteten die USA und Israel eine Militäroperation gegen den Iran. Und die Antwort des Iran ließ nicht lange auf sich warten. Die Straße von Hormuz, durch die täglich 20 Millionen Barrel Öl fließen, also ein Fünftel des gesamten Weltölhandels, wurde faktisch blockiert. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, 10 Öltanker beschossen zu haben und mehr als 3000 Schiffe saßen in den Häfen des Persischen Golfs fest. 241 Frachtschiffe, 195 Produktentanker, 114 Containerschiffe und 112 Rohöltanker. Sie alle warten. Der Brent-Rohölpreis überstieg $115 und das Wall Street Journal berichtete, dass der Preis bei einer längeren Blockade der Meerenge auf $215 steigen könnte. Deutschland als exportabhängige Volkswirtschaft ist direkt bedroht. Die Automobilindustrie, die Chemieindustrie und alle Lieferketten stehen auf dem Spiel. 1973 warteten die Menschen in Deutschland vor leeren Tankstellen und jetzt, 2026, warten Tanker in der Straße von Hormuz. 53 Jahre sind vergangen und nichts, absolut nichts hat sich geändert. Öl ist nicht nur ein Brennstoff. Öl ist eine politische Waffe, eine wirtschaftliche Bombe. Öl ist der Krieg selbst. Von 1973 bis 2026 derselbe Kreislauf. Krieg, dann Erdrosselung, dann Panik, dann Preisexplosion, dann eine erschütterte Welt und dann beginnt alles von vorne. Was denken Sie, wird die Krise von 2026 größer sein als die von 1973? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ich lese wirklich alles. Im nächsten Video erzähle ich Ihnen von der Finanzkrise 2008 und davon, wie ein einziger Brief die gesamte Weltwirtschaft zum Einsturz brachte. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen und folgen Sie Earthenbox.
Bis zum nächsten Video.